Ah, genau das habe ich vermisst, Leute. Servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal Der Outdoor-Schwabe. Ja, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, dabei seid und oder meinen Kanal gefunden habt. Wirklich, freut mich sehr. Ja, im heutigen Video geht es um Tarpaufbaugeschichte, weil ich jetzt schon öfters angeschrieben worden bin auf Instagram und YouTube, ob ich nicht nochmal einen Tarpaufbau zeigen könnte. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache einen ziemlich simplen, den gibt es wahrscheinlich auch schon tausendmal hier auf YouTube. Aber egal, hat der Autoschwabe noch nicht vorgestellt, also macht es der Autoschwabe. Dann stelle ich euch den vor, das ist mein Lieblingstaubaufbau für schlechtes Wetter, aber heute, Leute, magisch. Einfach magisch, ja. Die Energie, das ist so ein energetisches Ding hier im Wald, Sonne, das Grün, die Vögel, die zwitschern. Einfach mal durchschnaufen, den ganzen Stress absacken lassen. Ja, ich habe mich jetzt 2 Wochen lang nicht gemeldet. Das lag jetzt daran, war ziemlich viel turbulent in letzter Zeit und kinderkrank, dann in der Arbeit ein Haufen Scheiß, dann ja und so weiter und so fort. Jetzt letztes Wochenende war ich mit meinem Bruder im Wald, das war auch ziemlich schön. Mit meiner Frau, seiner Frau, meinem Bruder und unseren Kids waren wir im Wald, das war richtig, richtig schön. Und da haben wir, ja, waren wir auf so eine Naturschule für Kinder. Da kann man quasi im Wald dann Tiere finden und sowas aus Holz. Finde ich richtig cool. Also war richtig, richtig cool, wenn es sowas in eurer Nähe gibt und ihr Kinder habt, kann ich euch sowas empfehlen. Ich finde es richtig toll und die Kinder können da richtig toll spielen, auch im Wald, den Wald spielerisch kennenlernen. Also das ist richtig cool. Jo, ich muss mal nur kurz innehalten, weil wir waren gestern, ich muss das schön erzählen, meine Frau und ich, wir waren gestern in Stuttgart einkaufen. Und Leute, wer so oft in den Wald geht, wie wir, oder wie ich, oder wie andere YouTuber, der schätzt die Ruhe, der schätzt die Pause. Das ist so eine Pause, das ist wie wenn jemand Pause drückt. Ja? Der schätzt es. Und wenn du dann in eine Großstadt fährst, erstens, der Weg in die Großstadt ist schon stressig. Stau, dann 1000 Autos, Lärm ohne Ende. Dann bist du in der Stadt, Lärm ohne Ende, Leute. Bäh, 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 bäh. Jeder meckert da, alles scheiße, bla bla bla. Und wir beide, also meine Frau und ich, wir waren gestern kurz sehr, sehr krass überfordert. Weil Großstadt ist halt schon für so einen Kleinstadtmenschen schon krass. Ja, und vor allem, wenn du dann wirklich den Wald liebst und die Ruhe schätzt und dann in so einem riesen Einkaufszentrum bist, wo alle durcheinander quasseln, da kriegst du irgendwann, wir mussten dann einfach gehen. Irgendwann mussten wir einfach gehen, weil es war dann echt too much. Ja, viele Leute, viel Lärm. Wir Menschen sind einfach sehr laut in allem, was wir machen. Und deswegen genieße ich die Ruhe dann hier im Wald. Ab und zu mal tut es gut. Jo, jetzt suchen wir uns hier, es ist wieder das bekannte Waldstück, wo ich jetzt auch schon ein paar anderen Videos war. Wie gesagt, wir machen heute Taubaufbau. Ich habe schon ein Taubaufbau-Video, falls ich es noch nicht gesagt habe, ich verlinke es euch da oben. Könnt ihr euch das gerne anschauen. Jetzt gehen wir mal durch den Wald durch. Ich habe schon eine Stelle im Kopf, wo wir ungefähr hingehen, ein bisschen weiter oben, wo man vom Wegrand, weil der unten direkt ein Weg verläuft, kann man nicht so gut hinschauen. Dann können wir da ein bisschen unser Lager aufbauen und Taubaufbau machen. Jo, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Und würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dran bleibt. Und jo, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Abo, Like und schreibt mir einen Kommentar. Würde mich freuen. Auf jeden Fall, wir sind ja noch nicht am Ende vom Video. Ab geht die Post.
Ja, wer sich noch erinnern kann, der weiß, dass wir hier in einem Video waren, wo ich die Hängematte getestet habe. Ja, war jetzt nicht so das Hängematten-Ding überhaupt, aber ja, war ganz okay. Der Tag war cool und das Wetter war lang nicht so schön wie jetzt heute. Ja, also heute ist wirklich, wirklich schön. Und ich würde sagen, wir bleiben auch genau hier bei dem Platz. Das ist wunderschön. Wir haben hier wieder die Bäume um uns rum. Unseren Dreizackbaum, den ich so toll finde, der hier nach oben wächst. Wunderschön. Ja, und hier werden wir das mal machen. Lagerbau, jetzt müssen wir nur gucken, hier sind Kotteln, da liegt Kottel irgendwo hin, dass wir uns nicht in die Kotteln reinsetzen. Ja? Mal schauen, ob es weiter unten, da sieht es auch ein bisschen besser aus von den Bäumen her. Können wir vielleicht ein bisschen weiter runter. Oder ich nehme gleich den Dreizackbaum und mache es da drüben fest. Ja, jetzt seht ihr gleich, wie ich es mache. Okay, also, das hier wäre unser Platz. Energietechnisch sehr schön. Es erfüllt mich. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ja, also Wald, Sonne, wenn alles noch so im Tau ist. Weil ich bin jetzt ziemlich früh morgens los. Es war 9, glaube ich. Wunderschön, wirklich, wirklich wunderschön. Ich denke, wenn man noch einen Tacken früher losgehen würde, dann wäre es noch schöner. Ja? Okay, also jetzt sind wir hier. Machen wir den Tabaufbau. Tab ist dabei. Rucksack hängen wir da hin. Und dann geht's los. Ja, also was brauchen wir zuerst, bevor wir überhaupt irgendwie Tabaufbau machen? Wir brauchen unser Tab und wir brauchen Heringe. Tab und Heringe, einmal Tab hier, einmal Tab hier. So. Matgat, Dänisch Tarn, richtig geil. Ich verlinke es euch unten. So, das brauchen wir einmal und natürlich unsere Heringe. Die hole ich jetzt raus und dann bauen wir hier schön auf mit Paracord und allem. Pipapo, habe ich alles dabei. Seht ihr gleich. Jo. Okay. So, liebe Freunde, wir spannen jetzt unser Paracord von dem Dreizack, Vierzackbaum zu dem Baum. Das müsste eigentlich reichen vom Platz her. Wenn nicht, spannen wir es bis ganz da runter zum anderen Baum. Dann nehmen wir halt die Fläche hier mit. Mal schauen.
Die Bäume stehen ziemlich dicht hier. Für einen 3 auf 3 Meter Tarp. Bisschen tricky, aber wir kriegen es hin. Also Leute, spannen wir unser Tarp. Wer die Knoten, die ich zum Spannen benutze, gerne sehen möchte, dem verlinke ich das letzte Video von meinem Tarpaufbau da oben. Da sind auch die Knoten mit dabei, die ich benutze. Ich benutze einen Truckers Hitch und den doppelten Schlag. Das sind meine 2 wichtigsten Knoten, die ich überhaupt habe. Und ab und zu noch den Brussig-Knoten. Kennt ja wahrscheinlich jeder. Müsste geläufig sein. Okay, also, so machen wir das jetzt. Tarp aufspannen und ab geht die Post. Ja, das ist jetzt auch wieder ein bisschen Premiere, weil ich es jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht habe. Tarp aufspannen. Ich war jetzt eigentlich immer ohne Tarp unterwegs, weil ich immer Glück hatte mit dem Wetter. Aber ich habe mir gedacht, jetzt haben so viele gefragt nach Tarpaufbauvideos, dass ich mir gedacht habe, okay, ihr wollt Tarpaufbauvideos, ich mache euch Tarpaufbauvideos. Seht schon, jetzt haben wir schon Probleme mit dem doppelten Schlag hier. Was ist denn jetzt los? So. Und jetzt spannen wir das Ding drüben. Naja, da ging in die Hose. Deswegen, je öfters man macht, desto besser ist es. Der ging jetzt leider in die Hose. Ja, ich weiß auch nicht warum ich jetzt wieder falsch gemacht habe. So, wir gehen mal schon um den Baum rum. So rum drumherum. So. Jetzt aber komm. So. Hier noch gesichert. Jetzt spannt das Teil. Wir haben es geschafft. So, die Schnur spannt. Unser Paracord Schnur. Jetzt kommt es zum Tarpaufbau. Jetzt habe ich noch ein Problem. Da hinten steht schon wieder ein Baum. Das ist direkt in unserem Aufbau drin. Aber vielleicht machen wir den Aufbau einfach ein bisschen ausladender. Dann haben wir ein größeres Vordach. Ist vielleicht auch cool. Ja, also gerade für regnerische Tage ist der Aufbau einfach Bombe. Ich empfehle euch, wenn ihr euch ein Tarp holt, holt euch ein 19-schlaufiges Tarp, weil da könnt ihr so viele Aufbauten damit machen. Und am besten holt euch noch ein gescheites Tarp. Also ihr könnt Baumwolltarp nehmen oder so eins, die rascheln halt immer ein bisschen. Baumwolle jetzt nicht, Baumwolle steht bei mir auf der nächsten Agenda, ist aber schweineteuer das Zeug. Okay, also von dem her nehmen wir uns jetzt unser Matka-Tarp her und dann bauen wir hier das Ding auf. Okay, alles klar. Gut. So, was wir jetzt getan haben, ist unser Tarp einmal drüber gelegt. Ja, jetzt, wenn wir das hier aufklappen, dann sieht man schon, wir können hinten das Hinterteil nach unten abspannen sauber und dann haben wir vorne das dann als unser Vordach. Jetzt kann man das Vordach natürlich auch noch beliebig einstellen, wie man möchte. Ich brauche dafür nachher noch einen Stock und den holen wir uns. Den machen wir hier in der Mitte fest, dass es in der Mitte hoch ist und an der Seite geht es ein bisschen runter. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, man sitzt wirklich geschützt in so einer kleinen Höhle. Okay,
so machen wir das jetzt. Und ja, ich sollte, glaube ich, mehr Taubaufbau-Videos machen, weil immer, wenn ich Taubaufbau-Videos mache, scheint die Sonne. Also gut, jetzt geht's los. Wir machen das jetzt mal hinten fest mit 2 Heringe und dann, genau, so machen wir es jetzt. So, sie befinden sich nun hinterm Tarp. Ja, hinterm Tarp ist meistens immer schön. Wir haben hier an unseren billigen Hering so eine Schlaufe dran, die kann man hier schön durch die Öse machen. Da macht man dann ein Stöckchen durch und dann hebt das ganze Zeug einwand- und tadellos. So, spannen wir es ein bisschen schräg nach hinten ab. Das sollte schon richtig gut spannen. Dann nachher alles. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. So, auch wieder nehmen wir unser Seil, was da dran ist, an dem billigen Zeug, Sachs, Hering, Zeltnagel oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Dann spannen wir das so ab, dass die Kante unten sauber, schön straff spannt. So, jetzt haben wir schon mal das Heckteil von unserem Tarpaufbau. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir machen jetzt einen Brustiknoten und strammen das oben noch, dass es oben noch schön stramm ist. Dann müssen wir es hinten vielleicht noch mal ein bisschen nachspannen. Aber das ist nicht so wild, das kriegen wir hin. Ja, so machen wir das jetzt. Brustiknoten, ich habe jetzt extra mal ein helleres Seil genommen, dass ich in der Hoffnung hoffe, dass ihr das seht. Man nimmt es quasi zur Hälfte, schön sauber zur Hälfte, und dann haut man hier quasi eine Schlaufe drüber und geht mit den 2 Enden durch die Schlaufe durch. Das wiederholt man dann am besten gleich nochmal und zieht es mal grob fest, so dass man sieht, und das muss dann sauber liegen. Das muss quasi alles schön nebeneinander gerade sein. So, weil jetzt haben wir einen Knoten, der sich im Optimalfall, wenn er fest genug ist, in die Richtung nicht mehr verschiebt, nicht mehr so leicht zumindest. Ist jetzt vielleicht auch ein Scheißseil. Ja, also er verschiebt sich nicht mehr, er verhängt sich normalerweise komplett. Und so können wir jetzt hier unsere Schlaufe da nehmen. Man nehme seine Schlaufe, füge die Schnur hindurch, knotet sie fest bis zum Anschlag. So, machen wir einen doppelten Schlag rein. So. Und dann kann ich das hier schön sauber verschieben. Und das hebt jetzt. Also da kann jetzt nichts mehr passieren. Das hält und das ist fest. So, weiter geht's. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar ist hier die Schlaufe. Die ist hier ein bisschen weiter unten. Ich komme da nicht hoch. Was machen wir jetzt? Das ist doch falsch. Nein, es gibt keinen falsch, Leute. Man kann jetzt hier einen Paracord nehmen und es an den Baum spannen. Und genauso machen wir das jetzt auch. Weil falsch gibt es beim Tarpaufbau nicht. Man kann das so machen, wie man Bock hat. Es gibt keine hundertprozentige Anleitung dafür. Das hier ist auch nur ein Tarpaufbau, wie ich ihn gerne mache. Es gibt Leute, die machen Tarpaufbauten wieder anders. Andere Knoten, anderes Paracord, vielleicht gar kein Paracord, vielleicht, keine Ahnung, Seil und selber gemacht oder was weiß ich. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt hier eine Schnur her, machen das hier am Baum fest und dann spannt es hier auch schön. Ja? Ich habe hier ein Stück Schnur gefunden. Das ist auch nicht das Beste. Das ist halt so Action Paracord. Aber für das, was wir machen, tut's das. Und die paar Cent tun nicht weh. So, schon ist auf Spannung. Klar, logisch. Es ist jetzt ein bisschen blöd, weil das ja jetzt hier spannt. Und
wir dann nachher hier so ein Eck drin haben. Wen das stört, dann mach's perfekt. Bei mir ist es so, ich muss mich drunter setzen können und es muss passen. Und das ist alles. Ne? Jetzt haben wir auch den Fehler gesehen, und zwar ist das hier alles sehr, sehr schräg und deswegen habe ich, glaube das Tarp auch ein bisschen schräg abgespannt, aber das ist nicht so wild. Mein Gott, wie gesagt, mir geht es darum, dass ich drunter sitzen kann, wenn es pisst oder wenn, ja, einfach so zum Feeling, und das ist das Wichtigste. So, jetzt suchen wir einen Stock, dass wir das hier nach oben machen können. Da kann man auch dann in der Höhe variieren, man kann es weiter runter setzen, man kann es höher setzen. Ich setze es gerne ein bisschen weiter runter und spanne dann die Ecken nachher einfach nach vorne ab. Ja, man kann jetzt auch 2 Äste holen und hier die Ecken beide abspannen oder auch nur eine Ecke abspannen und die andere nach unten fallen lassen. So, wir haben unseren Stock gefunden. Ja, das ist cool. So Fichtenstöcker sind richtig geil, weil da kann man hier dann, wenn man das aufbaut, auch noch Sachen hinhängen, ausrüstungstechnisch. Finde ich richtig cool. Das ist wie so ein kleines Regal. Und ja, ich habe übrigens jetzt den Fehler gefunden, warum unser Tarp so schräg ist. Das liegt daran, ich habe die Schnur, die Ridgeline oben, habe ich gerade gemacht, aber der Boden verläuft schräg runter. Und klar, dann ist das eine Teil oben ist weiter höher und das andere Teil hinten ist weiter unten. Nicht schlimm. Man darf sowas machen. Wie gesagt, es gibt keine Vorschrift. Das ist jetzt auch keine Ausrede, es ist einfach so. Niemand sagt dir, wie du das machen musst. So, jetzt nehmen wir unseren schönen Stock und ich setze den jetzt mal auf diese Höhe. So. Ja? Dafür nehmen wir Paracord, binden den fest und dann ist gut. So. So, Stock ist fest, haben wir schön verbunden. Jetzt können wir den Stock wieder am Boden abspannen, dass es hier Zug drauf gibt. Ja? So, und das machen wir mit Paracord. Mit was sonst? So, jetzt hätten wir das hier mal abgespannt. Ich mache das grundsätzlich nicht so weit raus, weil man könnte jetzt mit dem Seil, natürlich haben wir noch viel mehr Paracord, weil ich habe immer ziemlich lange Schnüre hier am Start. Man könnte das jetzt noch bis nach Timbuktu spannen, aber dann, wenn man jetzt zum Beispiel den Tarpaufbau nachts hat, man muss raus, gepinkeln oder sowas, und dann stolpert man immer über diesen Paracord hier und reißt sich wahrscheinlich noch den ganzen Aufbau zusammen. Das wollen wir ja nicht, das wollen wir vermeiden. Deswegen machen wir das so, dass wir ziemlich knapp runtergehen. Da muss man halt den Hering statt so reinmachen, wirklich so schräg reinmachen, aber trotzdem gucken, dass der eine gewisse Tiefe in der Erde hat. Weil wenn ihr den nur so reinmacht, dann klappt er wieder hoch. Ihr müsst wirklich gucken, dass ihr den schön steil in die Erde reinmacht. Und dass er fest sitzt. So, und das wäre jetzt hier mal safe. Jetzt können wir
die Seiten noch abspannen und jetzt muss ich aufstoßen. Und dann haben wir es. Und dann wäre unser Aufbau eigentlich top und man hat viel Platz drunter. Ja, genau. Okay. Wir spannen jetzt die Seiten noch ab und dann war es mit unserem tollen Aufbau. So, Freunde. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera irgendwie sieht, aber man hat hier drunter so viel Platz. Wirklich. Also, klar, man könnte jetzt das vorne auch noch kurzer machen, dann könnte man hinten was einlegen, zum Ausrüstung drauflegen und so weiter. Aber jetzt Anfang der Jahreszeit, wenn es dann wieder wirklich weniger nass ist, dann reicht es eigentlich vollkommen so und man kann jetzt hier drunter schön chillen, nächtigen oder was auch immer ihr machen wollt. Also ich benutze den Aufbau eigentlich meistens, wenn ich im Wald bin und es regnet und ich einfach noch einen Kaffee trinken möchte, baue ich mir den schön auf. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Eine halbe Stunde mit Video und Pipapo Kamera umsetzen und so weiter. Also im Normalfall 20 Minuten und dann ist der Aufbau durch. Ja, also das kriegt jeder hin. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier chillen, genießen, einfach nur sitzen. Heute mal kein Tee oder sonst irgendwas, weil ich habe meinen Trank ja vergessen. Dummerweise. Ich werde jetzt hier noch mein Zeug vor aufräumen, werde mich hier noch ein bisschen niederlassen, Wasser trinken und einfach mal noch ein bisschen die Energie vom Wald mitnehmen, bevor es dann wieder heimgeht. Und ja, genau. So, dann wünsche ich euch jetzt schon mal auf jeden Fall einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Abend. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, schreibt es mir in die Kommentare, abonniert vielleicht noch meinen Kanal, das würde mich mega freuen. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann wieder ein Video kommt. Ob vielleicht schon nächste Woche oder ob es vielleicht wieder irgendwas gibt, was dazwischen kommt. Ist ja immer so, man hat ja auch noch Privatleben und Arbeitsleben. Und das ist ja eigentlich Hobby. Und ja, manchmal muss man einfach zurückstecken. Ist so. Ist mit allem so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Jo, also Leute. In dem Sinne, ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Ruhe. Bis bald. Euer Outdoor-Schwabe. Ciao, Kowski.
Tschüss.